Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Sylter Flughafen reagiert gegen die Klimaterroristen, Klimakriminellen oder Klimaverirrten relativ schnell. Sie kommen nicht durch. Lustige Geschichte. Dann haben wir die Geschichte Southwest Angestellter, also Southwest Airlines Angestellter, klaut für 79.000 Dolores. Kundenvoucher sind in Euro 72.000 und ein bisschen. Wir haben dann noch die Geschichte von den Fluggesellschaften, die China verlassen. British Airways zum Beispiel möchte nicht mehr von London nach Beijing fliegen. Warum ist das so? Besprechen wir. Dann Alaska Airlines muss Ausweichflughafen anfliegen, weil einer der Pilotierenden quasi nicht dort landen darf. Warum, wieso, besprechen wir auch. Gibt lustige Geschichte. Dann haben wir das Thema British Airways bucht jetzt alle verspäteten Gäste auch auf Fremd-Airlines, nachdem man ein IT-Update, durchgeführt hat für 400 und paar Millionen Euro war es. Also insofern krasse Zahl, aber etwas, was von der EU-Verordnung, aber auch von der britischen Kompensationsverordnung vorgelebt werden muss. Heißt also, müsste eigentlich die Lufthansa auch tun. Gucken wir uns auch an. Und dann haben wir die TSA, die geben zu, dass die Freunde mit dem Analogic-Scanner, also das sind die CT-Scanner, langsamer sind. Und bis 2040 wird in den USA nichts passieren mit irgendwelchen Regelungen. Es wird diese 10x100 ml in der Plastiktüte geben, oder ich glaube in England, in den USA ist es 3111 Rule. Also insofern auch hier wieder Lustigkeiten am frühen Sonntagabend. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch eure Kommentare unten nicht zu kurz kommen zu lassen. Eventuell den Kanal mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Wir gehen dann direkt ins erste Thema und das ist der Flughafen Sylt. Das hatte mir, glaube ich, auch jemand von euch zugeschickt. Ich glaube, das war Stadtbär. Und die letzte Generation, die haben sich versucht, am Flughafen festzukleben, haben sie geschafft, aber sind gescheitert daran, wieder eine Privatmaschine mit Farbe zu bekleckern, was natürlich eine große Sauerei ist. Heißt also, dass man da durch das schnelle Einschreiten der Mitarbeiter dieses zumindest verhindern konnte. Die Frauen wurden vom Boden gelöst und wurden dann von einem Polizeiauto weggebracht. Damit war das Thema relativ schnell passiert. Und um das Geschehen von den Neugierigen abzuschirmen, hatten die Feuerwehrjungs so einen Löschwagen davor gestellt oder 2 Stück davor gestellt. Damit war das Thema dann direkt gegessen und vorbei. Also nichts zu sehen, nichts passiert. War wohl für den Popo. Man muss natürlich hier ehrlicherweise auch sagen, dass die dann gesagt haben, ja, es gibt ja natürlich Momente, wo wir scheitern. Ja, aber Gott sei Dank gibt es Momente, wo sie scheitern, weil es einfach nicht sein kann, dass man Sachbeschädigung macht und damit dann einfach durchkommt. Das geht nuller. Wir haben jetzt bei dem Thema Southwest auch etwas, was eigentlich gar nicht sein darf. Southwest Airlines, die ja auch so ein bisschen trudeln in der Form, dass sie natürlich Kundensuche machen. Sie müssen auch mehr Ancillary Revenue machen und haben da jetzt zum Beispiel auch Sitzplätze eingeführt. Ab nächsten Monat, glaube ich, kommt das, die man bezahlen muss und vorreservieren kann. Heißt also, man kann jetzt nicht immer die Beinfreiheitsplätze nehmen oder Bulkhead-Sätze nehmen, sondern man muss die halt vorher reservieren und dann gegen pinkeln. Und da ist es jetzt so, dass ein Mitarbeiter in St. Louis Airport verhaftet worden ist, weil er 79.000 Dollar wert, das sind irgendwie so 72.300, glaube ich, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, Euro, Kundenvoucher geklaut hat. Ganz genau. Und zwar ist es so, dass man festgestellt hat, dass da diese Voucher fehlten. Daraufhin hat man das erstmal in-house gemacht. Der Kollege hat dann 119 Voucher zurückgegeben, die dann schon einmal einen Wert hatten von 36.300 Dollar. Und interessanterweise sind diese dann halt über einen langen Zeitraum ausgedruckt worden und waren mit richtigen Namen und mit richtigen Flugnummern versehen. Und die wurden dann von dem Kollegen selber für Flüge genutzt oder an andere Leute verkauft. Das sind Voucher zur Kompensation, wo man halt irgendwelche Sachen kompensieren will.
Und das hat er dann missbraucht. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man den Customer Agents da die Erlaubnis gibt, selber so etwas zu machen, dann kann so etwas missbraucht werden, leider. Also auf der einen Seite kotzt man ab, wenn Fluggesellschaften nicht direkt kompensieren on the spot. Compensaten wollte ich eigentlich sagen, kompensieren on the spot. Dann ist man unhappy, aber auf der anderen Seite sieht man, was halt passiert, wenn sie es dürfen. Und da ist es natürlich dann ein Problem. Fox Business hat da auch gesagt, dass das natürlich ein Problem ist, denn der Kollege hat einfach von irgendwelchen willkürlich ausgesuchten Passagieren die PNRs, also die Passenger Name Records, also das heißt die Flüge rausgesucht und dafür dann Kompensation gegeben und hat da dann halt irgendein Problem angegeben, um diese Dinger dann auszudrucken. Und das ist dann erst aufgefallen, dass er es natürlich übertrieben hat. Also im Prinzip ist das natürlich keine uncoole Idee. Man macht das einfach und das fällt ja dann auch irgendwann niemandem auf. Aber wenn es dann zu Sachen kommt, die dann halt irgendwie außerhalb der Norm sind, das heißt also, dass man dann feststellt, dass der überproportional viele macht im Vergleich zu anderen. Und klar, man kann jetzt bei Southwest sagen, die haben eine alte IT, ne? Das ist halt jetzt so ein bisschen Retro, das dauert da ein bisschen, aber das hat auch gedauert. Und dann ist es halt wirklich so, dass man das wahrscheinlich über die Employee-ID, also über den Login, den er hatte, kontrollieren konnte. Und ja, ich bin mal gespannt, was da los ist. Ja, dass man den Kollegen festgenommen hat in St. Louis am Flughafen, ist natürlich krass, dass er $79.000 Schaden angerichtet hat. Und ja, gut, dass das aufgefallen ist. Also insofern 2 Learnings, die wir haben. Einmal natürlich das Learning, beschissen und überall. Und das andere Learning ist, wenn man wirklich so einen Voucher haben will, dann gibt es das auf einmal nicht. Da ist man nicht mehr so freigiebig. Ne? Das ist dann ein Problem. Jo. Wir gehen weiter auf das Thema China ein, warum Fluggesellschaften China verlassen. Das heißt also, dass Fluggesellschaften nicht mehr nach China fliegen. British Airways gibt die Route nach Peking von London aus auf, weil es sich nicht gelohnt hat. Und da ist es halt wirklich so, dass gerade während Covid oder sowas natürlich viele Fluggesellschaften gesagt haben, wir fliegen da nicht mehr hin. Und jetzt, wo es wieder etwas aufgeht, ist das Problem, dass man halt den Luftraum als Sperrung hat. Heißt also, dass der Markt auch etwas hinterherhängt. Also es fahren oder fliegen in dem Fall nicht so viele Leute nach China. Und wenn man dann halt nach China fliegen will, wie mit British Airways, Virgin Atlantic, Qantas, die das suspendiert haben, aber auch Finnair haben es sehr, sehr ausgedünnt. Lufthansa hat es ja auch eher ausgedünnt, wenn man ehrlich ist, der ganze Lufthansa-Konzern, weil man halt das Problem hat, dass man mit den chinesischen Fluggesellschaften nicht mithalten kann. Warum kann man denn da nicht mithalten? Weil die chinesischen Fluggesellschaften einfach schön knackig durch Russland kacheln, während wir das nicht dürfen als europäische Fluggesellschaften oder andere Fluggesellschaften, die halt einfach den Luftraum meiden. Cathay Pacific zum Beispiel, die meiden es, die wollen ja wieder zurück. Und das ist halt wirklich das Problem, dass natürlich die Invasion von der Ukraine in 2022 da nachhaltige Probleme hat. Guckt euch Finnair an, wenn die nach Korea fliegen, die fliegen 4 Stunden länger. Fast 4 Stunden länger. Und das kann ja dann nicht mehr nachhaltig sein. Und deshalb ist es wirklich so, dass man zwar die wichtigste Route für British Airways war halt wirklich London-Peking. Ne, machen wir nicht mehr. Lohnt sich einfach nicht mehr. Virgin, Shanghai machen sie auch nicht mehr London. Also das heißt, die ganzen Fluggesellschaften haben diese Routen suspendiert, weil man wirklich da ja, ein Riesenthema hat. Jetzt sagt ihr natürlich, was sind dann die Alternative? Bleiben Flugzeuge stehen? Nein, Finnair zum Beispiel fliegt ja dann nach Nordamerika verschärft, was ich gut finde, weil das für mich natürlich von Vorteil ist, nach Seattle, nach Los Angeles, Dallas, Chicago, New York, Miami. Also das heißt, alles coole Ziele, die jetzt anfliegen, die vorher nicht angeflogen sind. Vielleicht sollte Finnair auch übrigens Hawaii anfliegen. Das wäre auch eine geile Geschichte, weil von Helsinki nach Hawaii ist wesentlich kürzer als von Frankfurt. Also sollte man da überlegen. Da muss man halt wirklich gucken, was da halt passiert. Und Finnair hat halt auch gesagt, dass man als Finnair auch den ersten Nonstop-Flug von Westeuropa nach Asien 1983 gemacht hat. Heißt also, als man auch noch nicht die Erlaubnis hatte, durch den russischen oder durch den Soviet Airspace zu gehen, weil das damals war es ja noch die Sowjetunion. Und
Das Problem war, dass man dafür dann halt auch modifizierte Flugzeuge genommen hat. Damals hat man die DC-10-30 Extended Range genommen. Die hatten da nochmal extra Fuel-Tanks eingebaut in die Maschine und damit sind sie dann nach Tokio geflogen via Nordpol, was sie heute auch wieder machen. Sie fliegen heute wieder über den Nordpol. Und ja, das war halt natürlich ein größten Vorteil von Europa nach Nordamerika, nach Japan mit dem Fuel Stop in Anchorage. Also das heißt, dass man dort wirklich dann innerhalb von 16 Stunden das anbieten konnte. Aber heute ist es halt kein geiles Ding mehr, weil man halt durch Russland durchfliegen durfte und weiß, wie es ist und die Wettbewerber auch durchfliegen dürfen. Und seit 1994 darf Finnair ja auch durch den russischen Airspace fliegen bis 2022. Und ja, damit ist es halt wirklich so, dass man, wenn man in Helsinki startet, ist man ja nach ein paar Minuten schon im russischen Luftraum, ehrlicherweise. Also ideal. Aber das Problem ist halt wirklich, dass jetzt halt wirklich eine niedrige Nachfrage da ist. Die Flugzeuge sind halb leer. Die Cargo ist auch nicht mehr so, dass sie das Ganze trägt. Und dann die Kosten für den verlängerten Flug ist ein Riesenproblem. Auch, wie ich ja schon sagte, dass man halt den Chinesen da auch nicht so ganz traut. Man hat ja in China auch Nachteile und Probleme, wenn man fliegt. Wie oft werden da Lufträume gesperrt oder wird dann gesagt, ja, nee, Military und so weiter. Also das heißt, es ist für europäische Flugzeuge und Fluggesellschaften damit nicht lukrativ und nicht spannend, da zu fliegen. Das sind die Gründe, warum das macht, weil man auch im Wettbewerb keinen Vorteil mehr hat. Ihr könnt hier die Frage des Tages Nummer 1 beantworten. Und zwar fliegt ihr mit chinesischen Fluggesellschaften nach China oder mit Fluggesellschaften, die da durchfliegen, die das quasi dieses Embargo nicht haben, Turkish Airlines, aber da müsst ihr ja wieder umsteigen und so weiter. Heißt also, was macht ihr da? Lasst ihr deshalb die Flüge mit British Airways, Lufthansa, Finnair und so weiter ausfallen, weil sie halt wesentlich teurer teilweise sind, aber auch länger dauern. Wäre mal eine entspannte Geschichte von euch zu hören, was ihr dazu denkt. Wir gehen jetzt weiter auf ein Thema British Airways. Das ist etwas, was ich natürlich ehrlicherweise von jeder Fluggesellschaft erwarte. Und zwar, dass man, wenn man ein IROPS hat, heißt also, man bleibt stehen, man kommt zum Beispiel verspätet aus Los Angeles an, in London Heathrow, der Bomber nach München, Frankfurt oder sonst was ist schon weg von British Airways, der nächste wäre Lufthansa, dass man auf den auch fucking umgebucht wird. Und das hat man jetzt umgesetzt und gemacht bei British Airways im Rahmen einer IT-Verbesserung. Die war auch dringend nötig, weil wie oft ist bei denen die IT ausgefallen. Man hat 350 Millionen Pfund investiert, 402 Millionen Euro, war das? Ich glaube, es sind 402 Millionen Euro, um das zu machen. Heißt also, man ist jetzt im System dort in der Lage, das zu machen, was die Lufthansa zum Beispiel nicht in der Lage ist, bei Eurowings zu machen. Wir haben da, ich muss mal gucken, dass ich mit dem Hon noch mal einen separaten Talk mache. Der ist zum Beispiel mit Eurowings von Salzburg nach Hamburg geflogen, ist dann aber nicht mitgeflogen, weil sein Ticket auf Lufthansa Ticketstock ausgeschrieben war und dann hat man ihn da offloaded, unsanft. Also die Lufthansa kann noch nicht mal Eurowings-Flüge auf Lufthansa umschreiben ohne Probleme. Das ist ein Riesenthema. British Airways kann das. Und hier ist es einfach so, dass man jetzt Anfang des Monats dieses Rebooking-Tool den Leuten bei British Airways zur Verfügung gestellt hat. Und man hat auch mittlerweile 20.000 Kunden dieses Tool zur Verfügung gegeben. Das heißt also, dass sie dann umbuchen konnten auf 36 Fluggesellschaften, die nicht in der Oneworld sind, die nicht bei British Airways quasi verbandelt sind oder auch einfach nur Lufthansa. Also das heißt, dass man das machen konnte. Interessant ist bei der Geschichte, dass dies eine wirkliche Serviceverbesserung ist, aber schon lange von der EU gefordert ist. Das ist auch für die UK Consumer Rights Legislation ganz, ganz wichtig, weil die sind ja nichts anderes als der Abklatsch der EU-Kompensation 261 2004. Und da ist es halt wirklich so, dass wenn wir irgendwo stranden, Fluggesellschaften einfach das ignorieren und sagen, ja, nee, Pech gehabt, mein Freund. Und das ist ja gegen diese Regelung. Deshalb ist das schon wirklich ein Fortschritt. Und vor allem ist es so, dass das System vorher halt genau das, was die Lufthansa ja auch immer versucht oder andere Fluggesellschaften, das zumindest einmal im Konzern zu halten, aber dann zumindest zu den Partnern aus der Oneworld zu halten, weil es billiger ist mit den Interlining Agreements und den Passagieren, die man dann bezahlen muss. Heißt also, bei der British Airways war das, dass man damals wirklich nur bei der Iberia, American Airlines, Finnair, Japan Airlines ging und wenn man halt andere Fluggesellschaften haben wollte und eine sogenannte FIM
haben wollte. Das ist also, dass man nochmal damals, das FIM hatte ich sogar, ich hatte selber meine FIM in Hannover nach München. Das ist wirklich ein Papierdokument, ja, wo die Airline bestätigt der anderen Airline, dass sie diesen Flug bezahlt. Ja? Und das musste vom Stationsleiter unterschrieben werden und wurde auch nur in Ausnahmen gemacht. Und das ist jetzt, was man wirklich macht. Und seitdem das Programm jetzt auch live ist, gehen halt wirklich auch KLM, die ja SkyTeam sind, Delta, die SkyTeam sind, KLM logischerweise, aber auch natürlich die Lufthansa Group, die auch Starlines sind. Also das heißt, man hat damit das Programm geöffnet und hat auch wirklich ein Tool gemacht, wo es auf Knopfdruck geht, dass man dort halt wirklich den Kunden eine mögliche Kompensation gibt. Und das ist ein echter Gamechanger. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn British Airways seit Anfang des Monats das Ding hat, es ist heute 11. August, 20.000 Passagiere haben es genutzt, heißt also, das Ding wird auch ordentlich genutzt und kostet die auch ehrlich Geld. Und deshalb wisst ihr, warum da diese 400 irgendwas Millionen Euro investiert worden sind. Und natürlich ist das jetzt ein kleiner Teil der ganzen Geschichte, weil man zum Beispiel 100 Millionen Pfund möchte man ja investieren in die künstliche Intelligenz, in die IT. Aber es ist halt ein größeres Programm, wo man 7 Milliarden Pfund in die Transformation der BA stecken möchte. Und deshalb ist die BA vielleicht auch eine Fluggesellschaft in der Zukunft, die man gar nicht so abschreiben sollte, die durchaus da Potenzial haben. Ich glaube, dass das für Lufthansa durchaus eine interessante Geschichte wäre. Und was auch spannend ist, ist, dass man ja auch das First-Class-Produkt übrigens bei der bei der British Airways verbessert, denn man macht Suiten rein, nicht Swiss, sondern Suiten war das, was ich sagen wollte, und auch Business-Class-Suiten. Ihr könnt ja auch hier zu dem Thema schreiben, was ihr dazu denkt, inwieweit ihr da der Meinung seid, dass es endlich Zeit wird, dass die Lufthansa auch so etwas macht, wo die Mitarbeiter auf Knopfdruck einen auch auf wirklich den nächsten Flug buchen können, ohne dass wir da permanent uns den Mund fusselig reden. Wäre meine Leistungsverbesserung. Wir haben jetzt etwas aus der Welt der Fluggesellschaften, wo du sagst, das gibt es nicht. Und das ist hier ehrlicherweise etwas, wo ich auch gedacht habe, ich lese nicht richtig. Und zwar ist das so, dass hier ein Alaska Airlines Flug von San Francisco nach Jackson Hole, ja, wusste gar nicht, dass es einen Flughafen gibt, der am Donnerstag nach Salt Lake City umgeleitet werden musste, weil der Kapitän, glaube ich, war es, nicht dort landen durfte. Und der Flug war der AS3491 am 8. August und der Embraer wurde halt diverted, weil einer der beiden im Cockpit diesen Flughafen nicht anfliegen konnte. Das Problem ist, dass Jackson Hole, so wie der Name schon sagt, ein Loch ist, also ein Tal ist. Und das sind genau wie die Flughäfen. Zum Beispiel Innsbruck, aber auch Flughafen London City. Dann hatten wir ja Madeira zum Beispiel. Danke dafür nochmal von Max, unseren liebenswerten Kollegen aus Frankfurt, der dort den Wheelchair-Service zum Beispiel macht und euch unter die Arme greift. Er hatte mir das auch nochmal bestätigt. Du brauchst eine Sondereinweisung dafür. Das heißt also, man braucht eine gewisse Anzahl von Flugstunden. Man muss aber auch Einweisung fliegen. Nizza ist übrigens auch so ein Flughafen, wo man eine Einweisung braucht. Da kann nicht jeder landen. Nur, ich sag mal so, wenn ich mir so NOTAM, also Notices to Airmen, wie es jetzt ja heißt, to Air Mission, weil wir müssen das ja jetzt ja politisch korrekt formulieren, da steht das drin. Für Privatpiloten in Deutschland zum Beispiel wäre so ein Flughafen Helgoland, darfst du nur nach 100 Stunden anfliegen. Also du musst 100 Stunden Erfahrung haben und dann darfst du Helgoland anfliegen. Der Grund ist halt wirklich, dass solche Flughäfen wie London City, Innsbruck und so weiter, auch Jackson Hole, halt wirklich einen anspruchsvollen Anflug haben. Das heißt also, dass man da jetzt nicht einfach mal reinknattert und sagt, oh, da gucken wir mal, wie es ist, sondern dass man wirklich eine Einweisung braucht. Und genau das ist das Thema. Genau wie damals in Kai Tak in Hongkong. Geiler Flughafen, schade, dass es den nicht mehr gibt. Und da muss man doch dann auch feststellen, bei der Flugvorbereitung, ich habe die Einweisung nicht gekriegt. Und deshalb ist etwas passiert, was durchaus, sagen wir einmal, durchaus gerecht war. Als der Kollege am Boden gelandet ist, gab es dann die Durchsage, ja, man ist sorry, dass das alles passiert ist, hat aber relativ vage erklärt, worum es geht. Dann gab es den Walk of Shame. Warum gab es den Walk of Shame? Weil der Kollege aus dem Cockpit durch die ganze Kabine laufen musste, hinten seinen Koffer holen musste, nach vorne wieder durchlaufen musste, an allen Passagieren vorbei
und dann das Flugzeug verlassen hat. Und dann ist ein Kollege 1,5 Stunden später gekommen und ist dann geflogen und ist dann 3 Stunden später gelandet in Jackson Hole. Klar, dann hat noch jemand von Reddit geschrieben, dass das die holprigste Landung war, die er je hatte. Ja, okay, geschenkt, kann passieren, aber am Ende des Tages ist es schon relativ lustig. Und ja, also ich kann euch ehrlicherweise nicht sagen, der Flughafen ist 6.500 Fuß über MSL, also Sea Level, hat halt die Teton Mountains um sich drumherum und ja, das ist schon so, aber hast keine Anweisung, darfst halt nicht landen, so einfach ist das. Fand ich halt amüsant, dass das halt auch den Besten passiert. Ich bin schon wieder bei über 20 Minuten, ich weiß gar nicht, warum ich so viel immer rede. Dann lasst uns das letzte Thema nochmal durchlabern. Das ist das Thema TSA. Wir hatten ja das Thema in dem Themenkomplex ja schon besprochen und ihr seht ja die Analogic Scanner, die an vielen Flughäfen sind. Heißt also, dass man dort jetzt die Flüssigkeiten wieder in Beutel einpacken muss. Man darf nicht mehr unlimitiert, das sind jetzt 10 mal die 100 ml in einem 1 Liter Sack. Und diese 3D-Geschichte sind halt wesentlich problematischer, als man es eigentlich denkt. Ja, warum sind sie problematisch? Sie sind deshalb problematischer, weil sie Probleme haben, weil die Software einen Glitch hat, wie man so schön sagt. Heißt also, dass sie nicht so performant sind, wie man das gedacht hatte. 100 irgendwas mal schneller oder 178 Leute mehr pro Stunde durchjagen als bei einer normalen Kontrollspur und solche Sachen. Ja, Pustekuchen. Also das heißt, es ist jetzt so, dass da viele Sachen einfach kontrolliert werden. Und das ist mir auch jetzt irgendwie aufgefallen, dass von mir vermehrt Sachen rausgehen. Klar, ich habe so eine Tasche mit Elektronik drin, wenn die so zusammen ist. Davon habe ich mehrere, also 2 Stück. Habe auch viele Kabel, die Kamera und so weiter. Und jetzt ist es so, dass man die Sachen rausnehmen muss. Und diese Maschinen haben halt da ein Problem. Und diese Rapiscan oder Analogic, wie sie heißen, also nicht Analogic, sondern Analogic, ist so, dass sie, weil einer hat hier das geschrieben, ihr seht hier, also auf jeden Fall ist es wirklich so, dass man da halt jetzt ein Problem hat. Und was ich das Spannende an der Geschichte finde, ist auch, dass man bei der TSA sagt, ja, das werden wir auch nicht ändern. Heißt also, in den USA muss man ja immer die Flüssigkeiten rausnehmen bis 2040, bis man überall gleiche Regeln hatte. Und interessant ist auch, dass man halt wirklich sagt, dass es hier schneller geht, wenn man die alten Scanner hat, weil da weniger rausgeworfen wird als bei diesen neuen Scannern. Und ich bin mal interessiert, wie das jetzt wirklich verbessert wird. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass viele Leute da in diesem 3D-Bild rummachen und tun und aufdröseln, zudröseln und so weiter. Also hier könnt ihr nochmal eure eigene Erfahrung schreiben, dass man dort halt wirklich schaut, was man dazu sagen kann. Habt ihr das Gefühl, die neuen CT-Scanner sind schneller oder langsamer? Heißt also, wie sind eure Erfahrungen gewesen? Denn diese Scanner sind natürlich auf der einen Seite, versprechen sie uns, dass wir von dem Unterhosenbomber, weshalb wir die Flüssigkeiten ja nicht mehr mitnehmen dürfen, befreit werden? Oder ist das wieder ein Move von der Ironie an Flughafen, Flaschen- und Wasserverkaufsmafia, die uns diese Flaschen Wasser teuer verkaufen können? Ironie zu Ende. Was ist der Grund? Also das heißt, das ist schon ein Riesenproblem. Und ich kann mal ehrlicherweise sagen, dass die Maschinen natürlich uns was versprochen haben, was sie nicht halten. Ich finde es schade. Aber dass es bis 2040 dauern soll. Ersten Berichten zufolge sind die Software-Updates besser geworden, aber man hat immer noch kein Vertrauen in diese Technologie. Gerade an Flughäfen wie Helsinki ist es so, dass man da natürlich sagen muss, es wird langsamer werden. Man muss jetzt wieder alle Kameras raus und rein holen. Wir sind jetzt am Ende der Sendung und ihr wisst ja immer, was es am Ende der Sendung gibt. Da gibt es nochmal die Wiederholung der Frage des Tages und hier sind es ja sogar Fragen des Tages. Und zwar die erste Frage ist, bucht ihr jetzt mit Fluggesellschaften, die direkt über China fliegen können, weil die preislich interessanter sind, von Flugzeiten interessanter sind? Oder fliegt ihr trotzdem Lufthansa, British Airways und so weiter, wie einige Kunden von mir, die nicht über Russland fliegen dürfen?
weil wir hatten ja auch dieses Beispiel zum Beispiel mit dem Flug, der in den Bahamas gelandet ist. Und da hattet ihr ja auch das Beispiel genannt, brauchst einen Reisepass, wenn du nach Irland fliegst, wenn du in London zwischenlanden musst aus Versehen. Also diese Situation haben wir dann doch, danke für den Hinweis übrigens, da hatte ich nicht dran gedacht. Aber wie seht ihr das, wie macht ihr das oder sagt ihr, geschenkt, ich freue mich, dass ich 3 Stunden länger fliegen darf, obwohl es ein bisschen teurer ist vielleicht. Und natürlich dann die andere Frage, wie ist eure Erfahrung an den TSA-Scannern oder beziehungsweise CT-Scannern? Habt ihr das Gefühl, dass diese Dinger langsamer oder schneller sind? Vermeidet ihr diese? Wie findet ihr den Tipp von den Kollegen, die dann gesagt haben, ja, nee, da musst du halt an die alten Scanner gehen, geht schneller? Erinnert mich so ein bisschen an das Thema, wo die Leute sich an der Priority Lane angestellt haben, weil sie Priority haben, obwohl die andere leer ist. Also insofern hier für euch nochmal der Hinweis, schreibt und bleibt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft, nach Helsinki zum Stammtisch zu kommen und jetzt enjoyt den Abspann. Also bis dann, ciao, ciao, ich freue mich.